Oh, das gibt's doch nicht. So, willkommen zurück zu einem neuen Stammvideo. Lang ist es wieder her. Momentan fütter ich nicht so wirklich mein YouTube-Kanal. Müsste ich mal ein bisschen öfter wieder machen. Da habe ich schon einiges geplant in Zukunft. Ihr Leid, ich hoffe, bei euch ist alles gut. Ich habe mir gedacht, komm, die Nachfrage ist momentan, beziehungsweise war sehr hoch die ganze Zeit, auch im Stream und alles. Für die, was nicht wissen, ich streame jeden Freitag und Sonntag auf Twitch. Ja, da zocken wir meistens Scum und so, ne? Und teste neue Features vom Eventbot. Und genau um das geht's auch gerade heute. Und zwar Project Doomsday. Ich habe öfter die Nachfrage bekommen, wie ist denn das? Was ist ein Project Doomsday? Was soll das? Was kann das? Was bedeutet das alles? Ja, ich habe das dann immer versucht im Stream zu erklären, aber mittlerweile ist das Project Doomsday mittlerweile so groß und so umfangreich. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile die dritte, vierte Aufnahme, wo ich versuche, alles in ein Video zu packen, was mo in einer Stunde bleibt. Also ich hoffe, dass ich diesmal Glück habe. Genau, ich wollte das jetzt einfach mal alles erklären. Was genau ist das? Woher kommt das? Und ne, was kann das Ding? Genau, und da fangen wir jetzt einfach mal an. So, Hallöchen. Genau, da sind wir daheim. Also Project Doomsday ist ein Eventbot und er hat zum Beispiel eigene Befehle, ne? Zum Beispiel, wenn jemand hier frisch auf den Server kommt, der bekommt eine Willkommensnachricht, wo er dann darauf hingewiesen wird, hey, du kannst Ausrufezeichen Help eingeben, ne? Hier zum Beispiel Help. So, und dann wird dir erst mal alles erklärt. Was gibt's an Befehle? Und das ist konstant am entwickeln. Also ich arbeite daran schon seit 11 Monaten mittlerweile. Also alles fing an mit dem Thema, ich wollte Horde auf dem Server haben. Ne? Das war noch vor dem Horde-Update von der Entwickler und ich habe dann einfach ein bisschen rumprobiert und habe mir dann so als Ziel gesetzt, ey, es gibt zwar noch kein Modding für Scum, aber man kann mit dem Server ein bisschen was anstellen, ne? Mit Befehle, mit Serverlogs und so weiter. Und das ist das Spezielle bei diesem Eventbot. Ne? Es gibt ja die Shopbots und so, die laufen überwiegend über die Serverlogs. Bei mir ist es ein bisschen anders da. Der macht das so gut wie gar nicht über die Serverlogs. Dafür ist aber mehr möglich. Und dafür hat aber ein paar kleine Nachteile. Wie bei allem anderen auch, ne? Es gibt immer irgendwo was ja, zum Optimieren und so. Mittlerweile ist es an einem Punkt angekommen, ja, wo er verdammt gut läuft. Und ne, die Anfänge, wer im Stream öfter dabei war, hat ja gesehen, wie oft das abgeschmiert ist und so, ne? Beim Quest-System zum Beispiel, wir haben ein eigenes Quest-System hier im Eventbot drin. Wir haben mittlerweile, das ist gestern fertig geworden, habe ich auf Discord gepostet und auch schon getestet, habe heute Morgen nochmal rumprogrammiert da dran, ne? Immer ein bisschen am Update und ein bisschen am Ändern. Ja, Schatzsuche-Event haben wir mittlerweile automatisiertes, ne? Wo auf jeder Zone, zeige ich alles noch später, jede Zone hat 2 Spots mit 100er Radius, wo quasi Schatz vergraben sind könnt und den kann man dann suchen mit einem Metalldetektor oder man geht einfach so suchen und benutzt halt diesen Hint-Befehl. Fangen wir doch einfach mal ganz simpel an mit den Befehlen. Ne, wir haben jetzt hier zum Beispiel so, Ausrufezeichen Starter, ne? So kann ich jetzt hingehen. Das ist auch das, wo darauf hingewiesen wird, wenn jemand frisch auf den Server kommt, hey, willkommen auf dem PvE-Server, mit Help sicher alle Befehle, probier's doch mal mit, oder hier zum Beispiel Ausrufezeichen Starter, ne? Dann bekommst du ein Starter-Paket. So, mache ich jetzt einfach mal. So, zack, das ist unser Starterpaket. Bisschen komisch auf dem Dach, aber ja, da steht dann auch hier, Paracoding, du hast dein einmaliges Starterpaket erhalten, viel Spaß, geht halt ratzfatz. Und du hast hier immer Abwechslung, ne? Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig, du hast einen Rucksack, kannst da hier 3 Lapperinnen machen, du hast da hier noch ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken. Und diese Nahkampfwaffe, die ist immer random. Es kann ein Mittelalterschwert sein, das kann eine Brechstange sein, das kann eine Dildo sein. Also das ist mit einer Wahrscheinlichkeit geknüpft. Ne? Wenn jemand frisch auf den Server kommt, wird halt geguckt, es wird randomized und dann ist es immer, also jeder bekommt fast immer eine andere Waffe. Es kommt immer drauf an, das ist komplett randomized. Das bringt einfach ein bisschen Abwechslung rein. Genau, da hat man noch die Brechstange, dann zieht man den hier an, zack. Und dann hockt man sich aufs Fahrrad. Gut, ist jetzt halt schwierig auf dem Dach, aber da bin ich gerade sicher vom Pieper, deswegen. Genau. Und dann geht die Reise los. So. Und dann wenigstens ein bisschen mobil, ne? Weil ich habe ja gerade neben dem Server, wir sind heute fertig geworden, also heute ist der 6.6., wir haben 13:20 Uhr. Ich bin heute das erste Mal fertig geworden mit dem Loot-Table. Wir haben den kompletten Server bearbeitet. Der Loot kann ich nicht mehr vergleichen mit Standard-Settings von Scum oder mit anderen Server. Du gibt's an mancher Stelle hier, ne, an POIs, es wird quasi überall jeden Container, wo du looten kannst. Das ist ein anderes Thema, ich bin froh, dass ich langsam fertig bin damit. Ja, der Loot verhält sich ein bisschen anders bei uns im Server. Bei uns haben die Zombies zum Beispiel auch andere Sache, ne, was man halt so nicht kennt. Jeder Container, wo du looten kannst oder Schrank und so, ist immer die Wahrscheinlichkeit da, dass du was Besonderes bekommen kannst. Die Airdrops sind komplett überarbeitet, die sehen anders da aus, die haben anderes Zeug drin. Und da habe ich das letzte neuer Code probiert, habe ich ein bisschen rumexperimentiert und die haben jetzt auch mittlerweile öfter mal anderes Zeug drin. Also wirklich jeder Airdrop hat anderes Zeug. Nicht immer diese Standardpakete, was normal immer die Fixed Items sind. Wer das kennt mit dem Loot Table, weiß, was ich meine, ne, was das Thema angeht. Ist hässlich, riese Arbeit, aber ich habe 3-4 Monate jetzt dran gehuckt, habe den Server komplett umgekrempelt und jetzt sind wir endlich fertig. Genau, so viel zu dem Server-Changes und so, du könntest noch viel mehr drüber sagen, also es ist ganz anders da. Genau, machen wir weiter. Also das ist das Starterpaket.
So, dann haben wir zum Beispiel noch hier. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ist halt ein bisschen doof, ne? Weil ich habe leider nur den Chat als Informationsfluss. Musste ich halt gucken, dass man da das Beste draus mache. Dann haben wir hier noch Slots, ne? Ist Glücksspiel. Da kann man quasi hingehen. Hier, Slots 5. Hat hier vorne jemand gemacht. Gut, wenn man 501 macht, alles was über 500 ist, hast du eine Chance, ein Checkpoint zu gewinnen. Und der Checkpoint wird auch angezeigt, ne? Wenn du jetzt hingehst hier, du hast deinen Einsatz von 501 verloren, aktueller Checkpoint. Der aktuelle Checkpoint liegt momentan bei 14.299 Scummies. Also jedes Mal, wenn der Spieler was verliert, kommt das in den Checkpoint rein, ne? So, da schreiben wir Amo Moinsen. Genau. So viel Dodo zu halt Glücksspiel, ne? Ich halte normal nichts, also in Real Life absolut nicht davon, aber im Spiel, ne, mit Scummies kann man das ruhig machen, ist völlig okay. So, dann haben wir hier ein neuer Befehl, das ist Hint. Hinweis für die Schatzsuche, der kostet 1000 pro Auslösung, hat aber einen Grund, ne? Manches muss mit RP freischalten, also mit Ruhmpunkte, und manches kostet halt einfach Geld, ne? Manche Befehle. Genauso wie hier Ausrufezeichen TP, brauche ich jetzt auch nicht großartig zu zeigen. Im Endeffekt ist es nichts anderes wie, du machst hier TP und gibst nur die ersten 2, 3 Buchstaben von deinem Freund ein oder von deinem Mitspieler oder von irgendjemandem, wo du dich hinporten willst. Und dann kannst du dich hinporten und das kostet halt 2500 Scummies, ne? Wenn du das Geld hast, geht's. Wenn nicht, kriegst du eine Meldung, ey, du hast nicht genug Geld. So, dann haben wir noch hier Ausrufezeichen Münze. So, das ist einfach nur kleine Entscheidungshilfe, so wie es so steht, ne? Zum Beispiel Kopf, ja, wir gehen in den Bunker, Zahl, wir gehen nicht. Uff. Münze, jeder Befehl hat auch Cooldown, klar. Und Slots hat 2 Minuten, deswegen steht hier jetzt 71. Der zählt jetzt im Hintergrund langsam runter. Können wir gleich nochmal probieren, dann zeige ich das kurz, ne? Guck mal, hier mal das nächste Rap. Da würde ich gerade mal eine kleine Testbase fahren, ne? Die habe ich extra fürs Video gebaut. Und dann zeige ich dort mal kurz, ne, was die Sache ist, was das bedeutet mit dem Rap. Das ist für Leute, die gern und groß und viel baue. Auf dem Server haben wir ein paar Leute, die halt größewahnsinnig sind, was ich verdammt geil finde, wenn man da so ein bisschen beim Bauen, ne, ein bisschen durchdreht. Geht mir nicht anders da nochmal, also bei Scum mache ich momentan eine Pause, was das angeht, aber ja, ist ja alles optional. Also die Befehle kann man nutzen, muss man aber nicht. Man kann auch ganz normal hier auf dem Server, ne? Der Server ist so mittlerweile schon auch ohne Eventbot, finde ich sehr interessant. Gut, alles klar, dann sehen wir uns gleich an der Testbase. Müssen wir gerade hier runter, ne? B3, durch die Straße runter. Ja, bis gleich. Aber wenn wir jetzt gerade hier kurz im Fahren sind, kann ich mal kurz erzählen, ne? Das hat alles angefangen mit einem Horde-Gedönse und so. Da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen abgeschweift. Wegen dem Horde-Update und so, ne? Und mir heute quasi auf dem Server schon Horde. Da wusste noch gar keiner was von einem Horde-Update, dass da überhaupt was kommt. Das war 3 oder 4 Monate vorher schon. Wo mir dann die Horde hier hatte und ich habe da rumexperimentiert. Gibt es auch noch 2, 3 vereinzelte Clips oder Videos, ne? Kann ich vielleicht kurz 2 einblenden, mal gucken, wenn ich sie noch finde. Alle 31 Sekunden kommen jetzt 10 Zombies. So. Muss mal halt ein bisschen spielen. Das wäre nicht so gemacht, dass man alles anpassen kann. Ah, guck mal da. Okay. Aber es geht, ne? Jetzt sind es nur noch die gepanzerte, die mit dem Nuklearschutz. Oh Gott. Guck doch mal das da an. Alter Schwede. Mal gucken, ob die Horde das aushält hier. Let's go. Ah. Oder? Warte mal. Genau, und das waren so die Anfänge, ne? Du waren halt einfach nur, ja, Horde-Event, ne? Du hattest Zombies auf einem Fleck und mittlerweile ist das so ausgereift, dass ich eigene Zombie-Spawner gebaut habe, eigenes Spawn-System, eigenes Quest-System, eigenes Event-System, Minigame-System, also du ist verdammt viel mittlerweile drin, auch Serverkontrolle, ne? Leute, Kicke, Banner, Administration und so weiter über ein kleines Admin-Menü, das kann ich jetzt noch nicht zeigen, weil es noch nicht richtig fertig ist, aber ich habe vor, in Zukunft ab und zu mal auch Videos zu machen über Project Doomsday, wo ich das alles mal ein bisschen besser erkläre. Weil ich halt merke, manche kommen da nicht so wirklich mit klar, beziehungsweise gibt es halt so in der Art noch nicht. Es ist halt wirklich was Einzigartiges und ja, musst halt nichts mit Discord connecten oder sonst was, sondern du kannst einfach auf den Server und kannst es einfach nutzen, sofern er an ist. Momentan läuft er nicht immer, weil er halt noch, ne, das ist alles noch ein Kinderschücher und ja, Bugfixes und so habe ich in letzter Zeit sehr viele gemacht und ne, das ist mittlerweile, finde ich ziemlich gut. Das entwickelt sich sehr, sehr gut gerade. Ich mache das auch halt nur, immer wenn ein bisschen Zeit ist, ne? So, guck mal, da vorne irgendwo müsste Base sein. Ein ganz kleines Flägelchen da. Genau, das habe ich extra mal gebaut, ne? Das war nur zur Demonstration von dem Befehl. So, wir haben 61.000, ne? So, nicht wundere, bei manchen Preisen, wenn da steht, hier, bestelle ein Base-Rap-Kit für 20.000, da habe ich den Preis vom Händler genommen. Und da das 10 Toolkits sind, die an der Fahne direkt spawnen, du musst nur 10 Meter in der Nähe von der Fahne stehen. Geht übrigens bei alle Fahne, ne? Du kannst schon hier an die Fahne gehen. So, ich stehe ungefähr im Radius. Jetzt mache ich hier Rep, Werk, zack. So, und zack. Jetzt steht da Paracordical, ne? Du hast dein Base-Rep-Kit bestellt, deine Lieferung ist unterwegs. So, und jetzt haben wir hier, gerade für große Bauprojekte, normalerweise kann man sich die auch selber herstellen, man kann sie auch kaufen gehen beim Händler. Der Befehl wurde sich gewünscht, das war von einem Mitspieler. Und ich habe gedacht, komm, dann probieren wir mal, was wir draus machen können. Das passiert dann und du kannst dann ganz locker flocko hingehen. Ne? Hier ist jetzt halt ein Element, aber
für große Bauprojekte, ne, hast du halt eine kleine Erleichterung drin. Und es kostet dann 20.000. Und auf dem Server Geld zu machen, ist nicht so schwer. Genau. Das kann man jetzt entweder stehen lassen, ich lasse es jetzt mal da, kann ich später entfernen. Genau, dann wollte ich das immer nur so kurz zeigen, ne? So, dann geht's weiter. Rep. Dann haben wir hier K. Autokaufpreise, ne? Du kannst jetzt zum Beispiel hingehen, du hast jetzt der Auto verloren. Das war auch ein Grund, als die neuen Autos kamen, war das Spiel ziemlich buggy. Also die Autos sind durch die Map gefallen. Es ist so viel Kacke passiert. Es ist andauernd, ist irgendwo das Auto flöte gegangen. Und nicht nur das Wasser oder die Flüsse, ne? Und da habe ich mal gedacht, okay, dann machen wir doch was, dass sich Leute unterwegs, egal wo sie sind, auch ein Auto wiederholen können, wenn sie wenigstens das Geld haben. Und das nicht zu, ja, zu günstig, sage ich jetzt mal. Kann man mal kurz zeigen, ne? Wenn jetzt jemand sein Auto verloren hat zum Beispiel und findet jetzt kennt's, aber auf dem Server, das habe ich gerade gestern umgestellt, also mittlerweile auf dem Server, du findest ein Auto innerhalb von 20, 30 Minuten, bist du fertig, ne? Auto fragst, hast du die Autoteile drin, Garage bist du erhöht. Wie gesagt, neuer Loot-Table. So, K. So, und jetzt werden dir die Preise angezeigt hier, ne? Ich mach mal da kurz, bis ihr das mal sieht. Genau. So, jetzt steht hier Fahrzeugtype und Preise, ne? Ranger 70.000, Leica 60.000. Man merkt schon, es ist ein bisschen, ne? Ja, von der Preise ein bisschen höher, aber das hat ja auch seine Gründe. Dafür kannst du halt global überall der Auto kaufen, wo du willst. Mit Scummies. So, um ein Fahrzeug zu kaufen, verwende Ausrufezeichen K und dann Autotyp. Das kann ich mir kurz zeigen, ne? Ich kann es hier dann entfernen wieder, ne? Genau. Zur Demonstration stelle ich auch mehr Geldnummer hoch und so, ne? Ich zeige das alles, ich stelle das dann später wieder zurück. So, du hast dein Fahrzeug gekauft, dein Ranger ist unterwegs. Der spawnt momentan dort, wo der Spieler ist. Allerdings wird das in der Zukunft noch geändert, dass der halt um den Spieler quasi, ne? Dass das Auto nicht direkt um den Spieler landet, weil du hast mal ein paar Probleme gerade. Genau. Und zack, jetzt hast du der Auto, ne? Kannst einsteigen und Abfahrt. Jetzt tue ich das Demo schnell wieder entfernen. Auto weg. Genau, so viel dazu. Dann haben wir noch hier Ausrufezeichen Titel. Ist auch so ein kleines Spaßding, ne? Du kannst jetzt zum Beispiel hingehen. Also ich bin jetzt gerade drüber, aber man sieht ja, was ich schreibe, ne? Wenn der Chat, wenn ich es halt eingebe hier, wenn ich jetzt Titel mache, zack. Jetzt habe ich halt gerade Cooldown. Müssen wir kurz warten. 30 Sekunden, müssen wir kurz warten. Na gut, in der Zeit kann ich aber kurz weiter erzählen. Jetzt habe ich schon wieder abgeschweift, ne? Also, mir wurde dann halt schon vorher auch Horde auf dem Server gehabt und dann kam irgendwann das Update und ich habe noch 2, 3 Tage vor dem Horde-Update, habe ich noch gesagt, es wäre cool, wenn sie was einbauen, dass die Zombies durch die Türe und durch die Fenster gehen können. Und dann ist es tatsächlich auch wirklich so gekommen, das fand ich halt genial, das fand ich direkt verknüpfelt. Und so war der Anfang geboren von dem, was es heute halt mittlerweile ist. Da war es dann eine sehr lange Zeit Horde-Event. Ja, Horde-Event-Bot, es hat noch kein richtiger Name gehabt. Project Doomsday kam erst später, als ich einen Namen gesucht habe. Dann habe ich gedacht, okay, das klingt eigentlich ganz geil. Da habe ich so ein bisschen an Purge gedacht und Doom. Weil die Horde-Events halt wirklich so krass, die waren schon krass. Boah. Alter, nee, vergiss es. Oh Rennt mal hin. Du musst nachladen. Eventende, scheiße. Ich hab keine Muni mehr. Mittlerweile mit den Quests und so, mit der Säuberungsquest und so, ne, das ist alles ein bisschen umgebaut. Das ist so ähnlich. Die Horde-Events, kann ich vielleicht mal kurz ein bisschen was einblenden. Da haben wir ein paar Mal im Stream getestet und gespielt. War für den erzählt! Ich fass ein bisschen. Was ist denn hier passiert? Zum Teufel, nein. Es sind einfach diese scheiß Schnelle-Zombies, die machen alles kacke auf. Du musst da halt so ein paar Schilder beschützen, ne? Du gabst halt Schilder, die waren random verteilt auf einem Gebiet. Da waren dann auch so rote Zone überall, ne? Die rote Zone bedeutet halt, das waren die Eventgebiete. Und dort war nach Zombie-Spawner gesetzt, wo ich dann auch mit dem Admin-Menü, kann ich auch mal kurz zeigen, Admin-Menü, ne, das habe ich so ein bisschen entwickelt. Genau, du konntest halt komplette Kontrolle als Admin halt über dieses Event haben, ne, was halt, solle Pieper vorkommen, solle Nachrichten kommen und so weiter. So ähnlich wird es jetzt auch wieder kommen, nur nicht mehr mit Pfeiltaste kontrollierbar, sondern mit Mausentastatur. Ist dann halt rein nur für die Admins, ne? Du siehst halt dann die Spieler und wer ist in Quests, wer macht hier Schatzsuche und so weiter und so weiter. Kommt aber alles noch so. Und ja, der schickt auch ab und zu einfach so kleine Nachrichten, die ich halt in der Config stehen habe, ne? Der schickt immer wieder was rein, dass das halt die Leute informiert wäre. Ist so ähnlich wie hier die Message of the Day, nur halt, dass ich in einer eigenen Form das halt einfach anpassen kann, wie ich das will. Genau. So. Und so hat das dann alles angefangen und ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich Blut geleckt. Was kann man noch alles aus dem Server rausholen? Was kann man noch alles aus Scum rausholen? Was kann man aus dem Eventboard rausholen? Was ist denn alles machbar? Und mittlerweile, wie gesagt, eigenes Quest-System drin. Du kannst an jeder Tankstelle Quest annehmen. Momentan nur ein Quest-Typ. Es kommt aber noch ein anderer. Es gibt momentan eine Säuberungs-Quest-Typ. Das sind diese rote Zone hier. Das machen wir auch noch am Schluss, ne? Gegen Ende vom Video machen wir eine Quest, wo ich das mal kurz demonstriere. Und ich mache eine Schatzsuche. Die Schatzsuche sieht man jetzt nicht. Man sieht nur die ganze rote Zone. Das sind alles Questgebiete, damit man die leichter findet. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit den Befehlen, ne?
Nenn's nur andere. Titel. So, Jackpot. Ja gut, Jackpot erklärt sich eigentlich von selbst. Jackpot kann man eingeben. Zack, Jackpot liegt aktuell bei 14.800. Ja, kann man halt kurz in den Jackpot reingucken, ne? Ja, je nachdem, wer es gewinnt, ne, kommt ein Announcement und der Spielername und was er gewonnen hat und ja, dass er halt den Jackpot geknackt hat. Jetzt glaube ich auch noch irgendwo ein Short auf meinem YouTube-Kanal, wo das mal kurz passiert ist, ne? Das waren so die Anfänge, wo ich das eingebaut habe. Genau, so, dann haben wir noch Skydive. Lass dich fallen, genieße die Ruhe im Himmel. Kostet 1000. Skydive kann ich auch mal kurz zeigen. Wahre kleine Spielerei einfach nur. Ich will halt, mit diesem Eventboard will ich halt gucken, was denn die Grenze von Scum aktuell. Und wir sind mittlerweile so weit, also es ist schon verdammt viel möglich, ne? Es ist schon wirklich krass. Und vieles, was ich jetzt noch nicht zeigen kann, weil es noch nicht fertig ist, aber auf Discord haue ich halt immer die ganze Infos raus, ne? Im Scum-Modding-Kanal und Scum PvE, da landen halt immer die Server-Veränderungen. Und bei Scum-Modding, Project Doomsday, kommen halt alle Updates, sobald ich was verändert hat am Eventboard. Dann machen wir mal Skydive. So, zack. So, jetzt sind wir erstmal ein bisschen am Falle. Dann kommt eine Nachricht, Paracordical, into the sky. Viel Spaß da oben am Skydiven. So, und jetzt nicht wundere, wir haben jetzt kein Fallschirm, nix, ne? Da habe ich alles durchdacht. Wenn ich an was gedacht habe bei dem Eventboard, dann, dass man sich nicht bereichern kann, dass es vor allem keine Lücke gibt, um irgendwas auszunutzen und dass die Sicherheit wirklich hoch ist. Also wirklich hoch ist, dass man auf drauf vertrauen kann, dass vieles einfach direkt auch funktioniert. Also, dass man wirklich drauf vertrauen kann. Genau. Jetzt fallen wir da einfach mal Stickelchen. Sind auch genau dort, wo wir waren, ne? Genau. Das ist einfach nur kurz, ne? Kannst du jetzt einen Kaffee holen. Ah, apropos Kaffee, genau. Durchstelle, ne? Kannst du Kippchen ziehen, kannst was auch immer. Geh ich mal kurz auf die Toilette. Jetzt müsste es gleich vorbei sein. Genau. So. Und das passiert dann, ne? Das Spiel lädt halt extrem krass, ne? Aber genau, das war Skydive, ne? Du kannst schon einfach mal kurz, geh ich nach oben, lass dich fallen. Ist für Notsituationen gedacht, wenn man zum Beispiel im Bunker ist und jemand ist Anfänger oder so und hat aber zufällig 1000 Öcke auf dem Konto, dann könnt ihr theoretisch hingehen und könnt halt einfach im Bunker, ne? Razer, Zombies, alles voll. Skydive ab nach oben, du fallst runter und sobald die Distanz erreicht wird, bist du wieder dort, wo du den Befehl eingegeben hast. Und vielleicht hast du Glück und die sind despawned, ne? Oder weggerannt, je nachdem. Also ist einfach nur kurz um Luft zu schnappen. Genau, so viel Tode zu. So, dann haben wir noch Skydive hier, Quest. Da wird es jetzt langsam interessant, weil daran arbeite ich die letzten 2 Monate habe ich am Quest-System gearbeitet. Ich wollte einfach mal wissen, wie weit können wir gehen und was ist die Grenze? Genau, so, und da fängt es jetzt langsam an. Da wird es jetzt langsam spaßig. Ausrufezeichen Quest. Kann man jetzt eingeben. Quest, zack. Cooldown. Ja gut, oh, kurz warten. Der richtige spaßige Part kommt jetzt langsam erst. Weil wir haben nicht nur die Schatzsuche und das Quest-System mit den Daily Quests an der Tankstelle. Wir haben auch noch eine Kopfgeldjagd. Die wird demnächst noch ein bisschen ausgebaut. Du gehst aber nicht um Töte, sondern rein nur um Fange. Kann ich dann auch noch erklären, wenn es soweit ist, ne? So, mal kurz gucken. Quest. Noch 4 Sekunden. Na, kurz warte. So, Quest. So, zack. Paracordical, du hast gerade keine aktive Quest. Und an dem Shit ja nicht lang gehuckt. Das Quest-System, das habe ich auch öfter mal im Stream erwähnt. Ich habe damals 2D-Spiel entwickelt, ne, wo auch so hochkomplex sein soll, so 2D-Survival-Spiel. Ne, auf mit der Insel und so, und du musst überleben und du hast Psyche mit Angst und ne, wenn es dunkel wird, reagiert der Charakter auf alles wie in Real Life, ne, so richtig, es kann alles passieren. Mit, was die Psyche allein schon ausmacht, ne, reguliert dann dein Loot, was du dann findest und ne, es hat halt Impact auf vieles, was dann im Spiel halt basiert von der Mechanik her. Und das war all die Version von mir, also von dem Spiel. Und ich habe da damals auch ein Quest-System eingebaut. Und das Quest-System, was ich damals entwickelt habe für mein Spiel, habe ich jetzt auf dem Server. Also ich habe das komplett umgeschrieben, so dass es für Scum passt. Und ja, auch gruppiert, ne, dass man halt als Gruppe Queste kann. Das war mir extrem wichtig. Als Gruppe, aber man kann es aber ne, einfach auch alleine machen. Wenn du in diese Zone gehst und so, das erkläre ich auch kleine Muckscheid, passt sich halt alles an, je nach Spieler, was für Ruhmpunkte du hast, also wie viel, was für Level du hast, weil man hat da noch ein Level. Das kommt gleich, ne? Ja, zeige ich kleine Muckscheid das Thema Quest und so, du musst ein bisschen weiter ausholen. Genau, sagen wir mal so weiter. Anzeige, Spielername, Kopfgeld, Minigame, 3 Anzeigen gleich Kopfgeldjagd. Also du kannst einfach Leute anzeigen, ne? Wenn Leute dann, du kannst nur einmal pro Tag, also einmal pro Tag kann man jemanden anzeigen. Jeder Spieler kann einmal am Tag jemanden anzeigen. Habe ich bewusst auch so gemacht, dass man es dann ausnutzen kann. Und hat irgendein Spieler jetzt 3 Anzeige, dann steht im Chat, okay, dieser Spieler wird jetzt gesucht. So, und sobald irgendjemand anderes, wo nicht gesucht wird, in der Nähe von dem Spieler ist, kommt eine Nachricht, immer so in Abstände von 30 Sekunden. Ey, da ist jemand in der Nähe, der wird gesucht. Gönn dir das Kopfgeld, ne? Irgendwie so ist der Text. Und dann kannst du den Spieler suchen, du kannst es aber auch sein lassen und kannst weitergehen. Das geht auch.
Der Spieler wird aber weiterhin dann gesucht. Und es gibt für jeden Spieler auch Verbrecher und das Kopfgeld. Und dazu gibt man halt einfach an, hier Anzeige. Ja, da steht jetzt momentan, ne? Ja, ist halt jetzt momentan keiner angezeigt oder steht auf der Wanted-Liste. Normalerweise wird dann jetzt einfach kommen, eine Liste, ne? Der wird jetzt dann quasi jeden Spieler, der angezeigt wurde und über 3 ist, also über 3 Anzeige, auf denen Kopfgeld ausgesetzt ist, würde Anzeige mit einem kleinen Verbrechenstext, das sind so, ja, sag ich mal, lustige kleine Texte, ne? Zum Beispiel, hat der Eichhörnchen geknallt und weiß es nicht mehr. Also so dumme Verbrecher halt. Und dann steht noch die Summe dabei. Was ist der Spieler heute wert? Und dann geht das so lang, bis dieser Spieler gefangen wird. Aber das ist noch nicht ganz fertig, weil da will ich noch ein bisschen dran rumwerkeln. Es soll später so sein, dass man auch, wenn jemand 3 Anzeige bekommen hat, werden beide, also wird erstmal der Spieler dorthin teleportiert in die Polizei, ne, in die nächstgelegene Polizei, egal wo er dann ist, immer die nächstgelegene Polizei, ist dann dort in der Zelle. Ja, sobald er aus dieser Polizei rausgehen sollte, gibt es dann halt, sag ich mal, Kopfgeldverdopplung. Und dann geht die globale Jagd los, weil dann kommt eine große Ankündigung, wo dann jeder weiß, okay, die Person wird gesucht. Ja, und dann geht die Jagd los, ne? Und wenn man es dann fängt, also man muss dann einfach nur an den Spieler ganz nah ran und dann hat man eine quasi gefangen und fertig. Ist aber noch ausbaufähig, da bin ich noch nicht ganz fertig. Momentan geht es so, dass man halt Leute anzeigt, über 3 Anzeige, alles klar, oder 3 Anzeige oder drüber, je nachdem. Kommt auf die Wanted-Liste, es wird eine Nachricht angezeigt, wenn man den Spieler fängt. Kopfgeld verteilt, Puff, Ende. Und da ist noch mehr möglich. Aber wie gesagt, da ist noch weiter ein bisschen was geplant, das kommt aber alles noch. Genau, also normalerweise gibt es auch noch was, ne? Du kannst jetzt hier hingehen, das wollte ich zeigen. Stats, so. Jetzt steht hier zum Beispiel, Paracodical, ne, mit Ausrufezeichen Stats, siehst du dein Level. Das ist dein Level, wo du Quest, also von der Quest, ne, von der roten Zone. Immer wenn du Zombies killst, kriegst du EP, die angepasst sind auf Zombie-Arte und Type, je nachdem. Wie gesagt, da steckt so ein komplexes System dahinter, das ist Wahnsinn. Eigentlich, das ist keine Ahnung, warum ich mir überhaupt so viel Mühe gemacht habe, aber es hat irgendwie Bock gemacht. Irgendwie ist das halt meine Welt. Genau, dein Level 1. Ich bin jetzt Level 1, haben wir gerade resettet, ne, weil das momentan noch alles ein bisschen Arbeit ist. Resettet sich das ab und zu mal wieder, bis es halt komplett fertig ist. So, 0 von 100 EP und wenn wir jetzt Quest mache und kille die Zombies, ne, die Säuberungsquest bedeutet einfach nur, du gehst hier in so eine rote Zone rein. Du musst die Zone halt freischalten. Du fängst bei Zone 1 an und dann gibt es leichte Gebiete, mittlere, schwere und dann noch für die ganz wahnsinnige die Hardcore-Version. Aber zuerst gibt es, also es gibt 18 Quests. 18 ist es momentan auch das Max-Level, was man erreichen kann. Und das ist alles noch ein bisschen, ne, auch noch in der Entwicklung. Aber so funktioniert es momentan. Man muss jede Quest, also jedes Gebiet hier einmal spielen. Und wenn man alle durchgespielt hat und dann an eine Tankstelle geht und nimmt die nächste Quest an, ist es immer random. Wenn man komplett durch ist, ist es immer random. Du weißt dann nie, was für Gebiet du bekommst. Genau, so viel dazu. Und wenn du halt Zombies killst, wie gesagt, kriegst du halt EP. So, das war die Geschichte. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, fangen wir doch einfach mal an. Machen wir mal eine Quest. Dann zeige ich mal kurz, ne, so simpelste. Ich muss jetzt noch nicht alles zeigen. Wie gesagt, vieles ist noch nicht fertig. Ja, es langt für ein Video, um ein bisschen was zu erklären, beziehungsweise zu zeigen. Wir fahren jetzt mal an die nächste Tankstelle und nehmen eine Quest an. Let's go. Gehen wir doch gerade mal da an die Hordefreie, ne? Ja. Also, wir haben hier hordefreie Tankstelle, hordefreie Stadt und 2 hordefreie Bunker. Wahre Wunsch von einem Mitspieler. Ist mittlerweile ganz gut. Und man kann es halt nicht mehr ausnutzen für irgendwas. Aber hier zum Beispiel mit der hordefreie Bunker, da haben Leute lange Zeit, sind einfach mit Truhe rein, haben alles leer gemacht und jetzt raus. Und jetzt mittlerweile habe ich halt die Armories geblockt, oder kann man alles andere looten und der Kreis, die Zone ein bisschen kleiner gemacht, dass man, wenn es ein bisschen was an Zombies hat, eigentlich war das eher gedacht so als Bunker zum Üben für Anfänger, ne, so, dass es halt nicht ganz so schwer ist. Ja, wie gesagt, war ein Wunsch und ja, wenn es irgendwann nicht mehr benutzt wird, ne, schmeiße ich es halt wieder raus. Für mich ist es halt nichts. Ich bin eher so ich gehe gerne auf risky Stuff ein, ne? Ich mache gern verlassene Bunker, ich gehe gerne auch mal ein bisschen risky, ja, ich probiere gern Dinge aus, die vielleicht ein bisschen schädlich sind könnte, je nachdem. Aber das ist halt Geschmackssache, ne? Jeder wie er will. So, genau, da geht's los. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel, ne, bei dem Questgeber der Tankstelle B3 sind 1 Spieler. Je nachdem, wie viele Spieler da in der Nähe sind, wäre die Alga gelistet, ne? Mit dem Komma getrennt, wäre halt angezeigt. Aber ist alles, wie gesagt, ne? Da ist noch Luft nach oben. So. Und da kommt jetzt ab und zu, sobald man hier reinkommt, im Radius von 10 Meter, kommt eine Meldung, wer in der Nähe von der Tankstelle ist. Das Ding ist nur, wenn du jetzt zum Beispiel mal Ruhmpunkte, ne? Ich habe jetzt, ja, sagen wir mal 600, ich stelle es eh wieder runter, ich spiele da momentan viel mit. Seit Fame Points. Jetzt machen wir hier mal, einfach mal 10, ne? Ich komme friedlich auf den Server, einfach mal kurz zum Zeige. So, zack, 10. Das müsst ihr jetzt gleich übernommen haben. Genau, dann entfernt er das Schild. Hast du von dem Quest-System gehört, willst du das jetzt machen? Das Problem ist, das Schild kommt, aber sobald du jetzt die Quest annehmen willst, passiert das hier.
So, okay, das ist genau das meine ich. Da kommt dann, du brauchst 250 Rumpunkte, um an den Quest teilnehmen zu können. 250 ist jetzt erstmal so Standardwert, das kann sich alles nochmal ändern, wenn es fertig ist. Aber ja, man braucht erstmal 250 Rumpunkte. Ne? Da geht es einfach nur darum, wenn Leute auf den Server kommen und mir hatte oft das Problem, dass Leute, also gab es auch ein paar, diese Schilder sind ja an jeder, ne, sind ja an jeder Tankstelle, die befahrbar sind. Also nicht doof, ne, wo Wasser ist und so, da tauchen die nicht auf, nur hier so die befahrbare. Und das Problem war halt immer, dass wenn Leute hier getankt hatten, hätte es auch mal sein können, dass sie vielleicht mal hier so ein bisschen zu nahe kommen wäre an das Schild und dann hätte sie aus Versehen eine Quest angenommen, obwohl sie das gar nicht wolle. So, und das waren auch überwiegend Anfänger, wo dann frisch auf den Server kommen, sind auch gar nicht gewusst, was ist das überhaupt, weil es das halt so nicht gibt in der Art. Man kennt zwar so Quests oder so, ne, ich weiß jetzt nicht genau, wie das geht, ich habe das öfter mal bei PvP gesehen, aber das hier ist halt eher alles PvE getrimmt für den Spaßfaktor halt auf dem PvE-Server, dass das irgendwie ein bisschen Abwechslung, genau, und dann, ja, passiert das halt nicht, ne, Leute können dann ruhig vorbeilaufen, egal was für Rumpunkte und dann passiert da erstmal gar nichts, außer dass die Meldung hier kommt. So, und wenn ich jetzt hingehe, stelle ich mir gerade wieder zurück, so wie es war. 690 hatte ich. Jetzt nehmen wir die Quest an. Das nur zum Zeigen, ne? Dass halt Kinder aus Versehen irgendwie Quest annimmt und es ist auch eine kleine Motivation. So, zack, angenommen und jetzt steht hier Paracautical Clear Area ist der Quest-Typ. Überlebe und säubere in Hotel Z2. Entfernung, ja, 5,9 Kilometer südlich. Er gibt also auch die Himmelsrichtung an, ne? Jetzt müssen wir quasi hier runter, da müssen wir hin, ist Hotel. Ja, da fahren wir jetzt hin und dann gucken wir mal, was passiert, ne? Aber was das Thema Quest-System angeht, hier bei uns auf dem Server, da gibt es eine Menge zu erzählen. Also, wie gesagt, ich habe noch nie so lange an irgendwas gehuckt, was das angeht. Aber es sind halt ganz komplexe und weirde Wege, um etwas anderes zu haben auf dem Server, ne? Was halt jetzt im Eventbot steuerbar ist. Aber es funktioniert. Ja, und beide Quests, während wir da fahren, kann ich euch noch ein bisschen erzählen darüber. Da habe ich mal das später gespart. Also bei den Quests ist es so, ne, wir haben jetzt die Quest angenommen. So, und wenn ich jetzt in das Questgebiet reinfahre, die sind wirklich hier, ne, mit diesen roten Zonen. Sobald du über diese rote Zone gehst und da kommt die Meldung, ne, von Scam hier. Du bist hier in Zone XY. Genau das wird auf dem Eventbot registriert und dann bedeutet das auch, okay, die Person oder der Spieler, die Spieler sind jetzt in dem Gebiet drin, also kann es losgehen. Je nachdem, wie viele Spieler anwesend sind in der Zone, mit der gleichen Quest, ne, deswegen sage ich, es ist auch gruppemäßig halt machbar, dass man halt wirklich als Gruppe reingeht. Es geht aber auch alleine, weil das Geile ist, das Questsystem passt sich halt an. Je nach Zombie-Welle, ne, es kommen dann immer wieder Zombie-Welle und alle paar Minuten, du findest kleine Power-Ups, das sind so kleine Kürbisse, die kannst du freischalten, wenn du dran läufst. Und dann kann es sein, dass du vielleicht Munition bekommst oder eine Granate oder irgendwas. Das ist alles abhängig mit einer Seltenheit, also je nachdem, was für Level du hast. Ne, Level 1 gibt es halt nicht so hochwertige Items bei den Kürbisse als Power-Up. Dasselbe auch an der Belohnung mit den Quests. Ne? Es kann halt Cash geben, ne? Scummies, Ingame-Währung. Es kann Ruhmpunkte bekommen. Auch nicht so viel, sondern immer angepasst auf die maximale Zombie-Menge. Die ist halt immer random, von 75 bis maximal 500 Zombies. Weiter geht's dann auch nicht. Ne? Also wenn man mit 6 Leute reingeht, summiert sich das und der passt dann auch die Welle-Intervallzeit an. Der passt auch dann einfach die Zombie-Menge an. Der passt die Wahrscheinlichkeit an, je nachdem wer was für Level hat, was in der Kürbisse dann drin ist an Items. Im Endeffekt, je höher dein Level, desto geiler ist dein Reward, ne? Deine Belohnung quasi von der Quest am Ende. Je mehr Spieler, desto schlimmer wird es eigentlich auch mit den Zombies. Es ist aber mittlerweile auch machbar, alleine einfach reinzugehen und ja, theoretisch auch das mit dem Bogen zu machen. Weil du gibst ein paar Kleinigkeiten, die sind mittlerweile neu, aber dazu dann klein mehr, wenn wir dort sind. Ich mache mal gerade Cut. Ja, und die Questgebiete sind auch eingeteilt, ne, wie ich vorhin gesagt habe, mit einer Schwierigkeit. Wenn man Level 1 ist, ne, geht es halt leicht los, ne, langsam, ist alles okay, ist noch handelbar. Je höher man kommt, desto geiler ist die Ausrüstung, beziehungsweise die, ne, was du halt in den Power-Ups bekommst und was du halt als Quest, ne, nach der Quest als Belohnung bekommst. Das wird auch aufgeteilt auf alle Spieler, wo anwesend sind in der Zone, die dieselbe Quest haben wie du. Und ja, so passt sich das alles an. Es hat irgendwie alles miteinander zu tun. Also Rumpunkte, dein Quest-Level, das spielt alles eine große Rolle. Und das ist auch noch nicht fertig, ne? Nicht ganz. Aber das Quest-System, also dieser Quest-Typ, ist jetzt eigentlich so gut wie fast fertig. Es kommen noch 2, 3 kleine Sachen rein, ne? Dass man halt so Extraction Points noch hat. Also man muss dann quasi ein Paket finden innerhalb dieser Zone. Das Paket ist dann irgendwo versteckelt. Und das ist dann optional. Das ist optional, kein Muss. Also man kann es machen. Ihr habt halt einen kleinen Bonus, ne? Es gibt dann auch ein Leaderboard am Ende.
wenn das gefunden werden sollte, dann kann man diese Kiste, die man dann findet, die muss man dann an einen gewissen Punkt bringen in dem Quest-Typ. Das ist das, an was ich jetzt gerade arbeite, was jetzt noch demnächst in den Quest-Typ reinkommt und dann ist dieser Quest-Typ fertig. Ach, guck mal, das sind auch noch so Dinge, habe ich ganz vergessen, guck mal. Hier, ne? Verbreite doch mal etwas Liebe mit dem Befehl Ausrufezeichen Liebe. Wenn du 100% erreichst, löst du unterschiedliche Events aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe, mach hier Liebe. So, dann steht hier, Paracortical haut 67% Liebe raus an alle. So, das ist einfach so ein kleines Ding. Ich habe in meinem Stream auch im Chat immer Ausrufezeichen Liebe. Ne? Einfach, why not? Und ja, das ist immer random hier, die Zahl. Und wenn man 100% erreicht, kann zum Beispiel 1 bis 3 Airdrops können landen. Ist dann random, ne? Es kann nur einer sein, mal 2, es können aber maximal 3 sein. Es kann ein Apfel gespawnt werden, je nachdem, wo du stehst. Und die Texte, wo dann immer hier stehen, wenn jemand 100% erreicht, ne? Die sind aus Zeichentrick, also es sind Zitate aus Zeichentrickfilmen, ne? Schneewittche, Bambi. Man kann zum Beispiel auch, wenn man den Apfel jetzt bekommt, kann man mit dem Apfel was Besonderes machen. Was genau sage ich nicht, weil es noch keiner auf dem Server rausgefunden hat. Beziehungsweise weiß es nicht jeder. Und so, vielleicht kommt auch ein bisschen Info ans Tageslicht, ne? Genau, man kann auf jeden Fall was Special-mäßiges mit dem Apfel machen. Dann gibt es noch ein Event und zwar, man kann das Wetter steuern, ne? Dass es halt anfängt zu regnen. Es kann aber auch sein, dass man der Regen dort mit stoppt. So Zeug, ne? Also was halt möglich ist mit Commands. Das sind momentan die Events, die ausgelöst werden. Ich tue das immer mal wieder erweitern. Ja, bringt ein bisschen Abwechslung rein und nicht immer kommt 100% vor, egal wie viele Spieler gerade auf dem Server sind. Wenn man jetzt hier guckt, ja, wir haben das letzt, oder gerade vorhin haben wir 100% erreicht, ne? Da hat hier, dieser Spieler hier hat Apfel bekommen. Aber wie gesagt, nicht jeder weiß, dass der Apfel eigentlich was Besonderes ist. Das sind immer so kleine Just-for-Fun-Spaß-Dinger, ne? So, komm, wir sind jetzt eh gleich da. Da vorne ist gleich das Questgebiet. Dann geht's los. Müssen wir uns erstmal noch vorbereiten, kurz vor der Zone. Weil sobald man in diese Zone reinfährt, geht's halt los. Kommt eine Ankündigung und dann Survival. So, jetzt muss ich ein bisschen Obacht geben. Genau da vorne. Da sind 2 Zonen ineinander. Das ist einmal die Stadt Z2, was glaube ich eine Level 2 Quest ist. Ne? Stadt und dann Strandbar. Also ich habe es schon so gemacht, dass man immer halt, ne, in der Nähe von Tankstelle ist. Dass wenn wir jetzt die nächste Quest annehmen, zack, alles klar, nimm mal hier an. Und dann fängst du halt von unten an, dann geht's einmal nach oben und dann... Es ist schon ein bisschen Sinn dahinter, wie du was miteinander arbeitet. So. Okay, komm, ich park mal hier. Es wird jetzt eh langsam dunkel, ne? Das habe ich vor kurzem auch eingestellt. Wir haben jetzt sehr, sehr langer Tag. Ungefähr ist die Nacht sehr kurz, aber auch dunkel. Aber nicht so dunkel, dass man fast nichts mehr sieht. Das ist okay. Hat auch ein bisschen gebraucht. Alright, so, dann gucken wir mal, ne? Machen wir mal die Quest. Also Munition ist auf jeden Fall momentan noch ein Ding, muss ich dabei haben. Ich würde mir noch ein paar Granate hier mit einsacken. Granate, Spritze, eine, obwohl, warte mal, ich habe noch, das ist okay. So, ein Tag und ein Stream später. So bin ich wieder. Ich habe die Aufnahme abbrechen müssen. Jetzt sind wir wieder am Start. Ich wollte das Quest-System zeigen, ne? Wollte das ein bisschen erklären. Beim letzten Mal war man stehen geblieben, wie man sie annimmt. Ne? An jeder befahrbaren Tankstelle kann man Quest annehmen an dem Schild. Man muss sich dann quasi ans Schild stellen. Das hatte ich ja alles gezeigt, ne? Genau, jetzt ging es rein nur noch um die Quest. Also, man kann sie entweder an der Tankstelle annehmen oder für Admins gibt es da noch einen Befehl. Und zwar Quest Admin Set und dann zum Beispiel, wo willst du hin, ne? Hotel zum Beispiel. Oder gibst du die Zone ein. Z2, Z3, der saugt sich dann automatisch das Questgebiet. So, machen wir hier mal, zack. So, wir haben hier Paracortical, das ist momentan mein Level, ne? Level 3, man kann mit Stats gucken, was für ein Level man hat, weil das alles entscheidend ist für später. So steht zum Beispiel dein Level 3, EP 128 von 300. Du wurdest bisher 0 mal angezeigt, das ist wegen dem Kopfgeld, ne? Wo ich erklärt hat. Ganz am Anfang vom Video. Ja, Hotel Z2. Ich würde jetzt einfach mal loslegen. Im Endeffekt kann man eigentlich nur sagen, je mehr Spieler in die Zone reingehen, desto mehr passt sich das alles an, desto mehr Geschenke gibt's, beziehungsweise Belohnungen gibt's, ne, am Ende von der Quest. Das kann Cash sein, also Scummies, ne, Ingame-Währung. Das können Fame-Punkte sein. Das kann unbekannt sein. Unbekannt bedeutet, das sind immer Items. Das können, je nachdem, was für ein Level du hast, ne, hier, was für ein Level du hier hast von einem Quest-System, kann das von, je nach Höhe vom Level, niedriges Zeug sein oder halt hochwertiges Zeug. Das kommt immer drauf an, genau. Und je höher du kommst, desto mehr gibt es auch dann später, ne? Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Gut, Quest haben wir angenommen. Ich bin soweit ready. Ich habe ein bisschen was an Munition dabei. Momentan braucht man noch recht viel Munition. Obwohl ich denke, das wird wieder knapp, dass du. Aber mal gucken, was dabei rumkommt. Weil die Zombie-Anzahl, sobald man ins Gebiet kommt, ne? Kommt halt eine Meldung. So und so viele Zombies muss ich jetzt erledigen. Das ist deine Belohnung. Gut, let's fetz. Legen wir einfach mal los. Gibt's noch ein bisschen was zu erklären bei dem Ding. Sieht alles gut aus. So, guck mal da. Hotel C2, Clear Area Quest, Aufgabe, erledige 139 Zombies. Belohnung RP 14. Ja, das ist so gesund die Menge für einen Spieler, sag ich jetzt mal. Oh.
Genau, dann würde ich sagen, gehen wir direkt aufs Dach und gucken, dass wir das irgendwie überlebe. Es gibt Kürbisse und die Kürbisse kann man beeinflussen, ne? In den Kürbissen können Items drin sein, wo du halt gebrauchen kannst für die Quest, ne? Ob es jetzt explosives Zeug ist, ob es jetzt was zum Heilen ist oder ein bisschen Munition. Du kannst aber auch deine Kürbis beeinflussen. Ich zeig's mal ganz kurz. Bevor die nächste Welle kommt. Na komm. Ah, da haben wir zum Beispiel Energy Döschen bekommen, ne? Kann man auch gut gebrauchen. So, und dann steht hier auch im Chat. Du hast dein Power-Up freigeschaltet. Energie. Genau. So haben wir noch eine und dann zeige ich kurz, was ich meine mit beeinflusse. Die sind hier halt überall verteilt, ne? Also, die sind schon random irgendwo, aber es gibt feste Punkte, an denen sie random halt auftauchen können. Die ich mit dem Quest-Editor damals gesetzt habe. Also, ich hatte ja eigentlich, ne, im Stream haben wir das öfter mal gemacht. Wo man dann diese rote Gebiete ausgebaut hat, ne? Wo man dann selber Zombie-Spawner gesetzt hat, wo soll was passieren und der Rest ist dann randomized. Ich gehe mal noch kurz das Treppenhaus ab, vielleicht haben wir da noch irgendwo kleiner Kürbis. Das gehört halt alles dazu, ne? Es kann halt sein, vielleicht haben wir gerade Glück. Bevor die nächste Welle kommt. So ist alles cool. Aber er zählt halt die Zombies jetzt richtig, ne? 105 von 139. Dann sparen wir uns gerade ein bisschen was. Ah, guck mal hier, da haben wir einer. So, und wenn wir jetzt hier hingehen, ah, da ist noch einer, guck mal, dann haben wir gerade zweimal die Chance, wenn man nämlich hingeht, macht hier Ausrufezeichen Power-Up und dann M16, ne, ich benutze hier überwiegend die M16, M16, zack. So, und dann steht hier Paracautical, die Munition M16 wurde zu den Power-Ups hinzugefügt. Und jetzt, wenn man die Kürbisse berührt, kann es halt vorkommen, es wird dann mitten in den Pool reingeworfen, ne, der Munition. Die kann jetzt vorkommen, quasi alles, was dir halt hilft, die Quest irgendwie, ja, durchzubekommen. So, da haben wir zum Beispiel Heilung, ist eine Gürtelche, Tourniquet. Jetzt probiere ich es noch an dem hier. Ist halt nie garantiert, dass es hundertprozentig immer das ist, was du genau brauchst. Es ist halt random und passt sich auf dein Level an. Also jeder Kürbis hat ein eigenes Level. Und sollte das Level auch nicht passen, dann wird dir auch angezeigt im Chat, ey, dein Level passt nicht, du brauchst das und das Level, um deine Kürbis freizuschalten. Genau. So, ich gehe aber jetzt einfach mal aufs Dach. Und für jeden Spieler sind immer 3 Kürbisse im Gebiet. Shit. 113 von 139 Zomberinos. Right. Soweit so gut, ne? Noch ist alles gut. Haben wir jetzt keinen Kürbis, ne? Ah, guck mal da. Ja, und die Zombies zählen da auch immer ganz geil, ne? Sobald du halt mehr als 5 Zombies killst, gibt es so EP-Bonus. Dann steht auch hier plus Bonus-EP. Ist ein bisschen mehr, ist quasi ein bisschen doppelt und dreifach, ne? Also je nachdem 5, 10, 20. Je mehr Zombies du innerhalb von kurzer Zeit killst, gibt es halt einen Bonus. Dementsprechend levelst du halt auch schneller, weil, ja, dann schaltest du halt schneller Gebiete frei. So, und das hier ist auch ein Ding, ne? Alle 5 Wälle, hier in dem Fall jetzt 15, es wurden insgesamt 4 Pieper gespawnt. Ja, alle 5 Wälle kommen Pieper. Ist aber auch alles ein- und ausschaltbar. So, ich mach das jetzt mal schnell ratzfatz hier fertig und hoffe, dass ich überlebe. Und das Ding ist auch, ne, es bleibt jetzt nicht nur bei stupidem, ja, einfach Raumgeballere, Zombies plattmache. Ich habe gesagt, wenn ich Project Doomsday angehe, dann möchte ich auch gerne alles 100% rausholen, was geht. Und da kommt quasi später noch eine Quest in der Quest, also nochmal so eine kleine Mini-Aufgabe, die optional ist für jeden Spieler in der Quest. Und zwar geht es da um ein Paket finden und das Paket muss ich dann in so einer Zone, zum Beispiel hier im Hotel, ne, das ist jetzt eine Quest-Location, da gibt es dann irgendwo einen Karton, den muss ich finden, den Karton kann ich irgendwo hinbringen. Musst dann halt rausfinden, wo genau, ne? Du findest dann kleine Notizen und sowas. So kleine Papierzettel, ne, auf dem Boden. Die da dann einen Hinweis geben, deswegen ist das alles optional. Dann kriegst du einen kleinen Bonus am Ende von dieser Quest. Man kann es aber auch genauso gut liegen lassen, ne? Das ist dann jedem offen. Aber man hat dann eigentlich immer was zu tun. Da ist jetzt Zombie-Kille, eine Karton findet, die Kürbisse hande. Also da bin ich jetzt gerade dran, ne? Das kommt jetzt noch rein. Das mit dem Extraction Point, dass man wirklich halt die Karton finden muss. Man muss dann an einen bestimmten Punkt bringen. Okay, ich sollte nachladen. Und ich brauche Ausdauer. Im Süden ist immer so furchtbar, ja. Ja, Welle 17. Wir haben mittlerweile 129 Zombies von 139. EP 6,48. Also das, was man an Erfahrungspunkte bekommt, das macht halt ein Level aus. Die Location macht's aus. Es gibt leichte Gebiete, es gibt mittlere Gebiete, es gibt schwere Gebiete und es gibt Hardcore-Gebiete. Und das ist jetzt zum Beispiel ein leichtes Anfangsgebiet. Und je nachdem, was für Level du hast, wie viele Fame-Punkte du hast und so, das ist alles entscheidend dafür, was du halt bekommen kannst, was du freischalten kannst, was du als Quest-Belohnung bekommst.
wie du skillst und so weiter und so weiter. Beziehungsweise wie du levelst, eher gesagt. Und da ist überall noch ein bisschen Luft nach oben, ne? Ich bin froh, dass das überhaupt momentan so funktioniert. Es ist schon irgendwie geil. Es ist ein anderes Feeling, ne? Du hast halt einfach anderes zu tun. Warte mal. Ah, nächste Welle, okay, warte. Ah, vielleicht war es das auch schon. In dem Fall gibt es jetzt RP, also müsste ich gleich mal RP-Zahl ändern, ne? Und das ist, wie gesagt, Min-Max, ne? Also du geht nie irgendwie random bis in die Unendlichkeit, sondern das rechnet sich komplett aus. Was du bekommst an RP und an Cash, das ist genau passend für die Zombie-Menge. Also das macht der Bot automatisch, ne? Der rechnet sich das automatisch aus. Noch vom letzten Mal. Vielleicht noch in die rum. Tada, Quest abgeschlossen und 544 Rumpunkte haben wir jetzt. Bam. Genau, also so viel kann man dazu sagen. Das ist die Quest. So ist das jetzt momentan aufgebaut. Gibt es, wie gesagt, verschiedene Gebiete. Leicht, mittel, schwer, Hardcore. Hardcore bin ich noch ein bisschen dran. Überall sind dann auch nochmal die kleinen Minigames involviert, ne? Die das mit dem Karton finde und so. Und an einen bestimmten Punkt bringen. Da musst du zum Beispiel in die Lobby gehen, musst dich durch die Welle schlagen, musst deine Karton holen, zack. Du hast den quasi dann imaginär bei dir und musst den dann zum Beispiel aufs Dach bringen und an ein gewisser Punkt, ne? Wo dann irgendwie vielleicht ein Schild ist, wo du ans Schild dann das Paket hinbringen musst. So in der Art baut sich das dann auf, genau. Aber jetzt hat man es wo gesehen. So, und normalerweise, manchmal am Anfang erzählt, es können jetzt halt RP, also Rumpunkte sein, es können Scummies sein, also Ingame-Währung, was du bekommen kannst. Immer alles angepasst auf dich und die Zombie-Menge, dass das schön ausbalanciert ist. Das klappt momentan ganz gut, dass man auch ordentlich belohnt wird. Genau, und dann nochmal unbekannt, ne, diese Items. Da habe ich, ja, spezielle Items quasi drin. Und ein paar normale Items, Bauerweiterungen, also für Leute, wo was bauen wollen, für Leute, die ein bisschen Bunker machen wollen. Es gibt für jeden irgendwie irgendwo ein Paket, was dann als Questbelohnung rauskommen kann. Genau, und dann hätten wir jetzt noch eine Sache, und zwar die Schatzsuche. Das erkläre ich jetzt auch noch kurz. Aber dafür mache ich mich jetzt erstmal kurz ready und dann zeige ich euch das mal. Weil ganz so allzu lang will ich das Video auch nicht machen. Und ich glaube, wir sind schon locker über einer Stunde. Aber gut, so hat man einfach mal komplette Erklärung, was Project Doomsday angeht. Für die, wo sich dann dafür interessieren, die können sich das dann einfach hinziehen und gut ist, ne? Und dann muss ich mich nicht immer wieder wiederholen. Dafür ist es halt jetzt gerade gedacht, das Video. Weil ich das immer oft im Stream versuche zu erklären und ich krieg das nicht innerhalb von ein paar Minuten alles erklärt. Das wäre ein ausführliches Video und gut ist. Und immer mal wieder kleine Update-Videos, wenn sich was Neues macht. So. Dann gehen wir mal gucken. Schatzsuche. So geht's jetzt los, ne? Also bei der Schatzsuche, warte mal, da brauche ich mein Gerätchen. Jetzt muss ich schon gucken, wo ich das habe. Ah, hier, guck mal, 2 Stück, genau. Wir haben nämlich vor kurzem im Stream, haben wir das erste Mal die Schatzsuche richtig getestet. Und es war schon funny. Es macht schon Spaß, muss man wirklich sagen. So, da kann man kurz gucken, hat das Ding noch Saft? Ne, hat's nicht. Okay, Moment. Ja, das ist er, okay. Oh, das Geräusch, ne? Alter Schwede. Kann ich mal kurz einen Clip inblenden, ne? So in der Art kann es aussehen, wenn man mit ein paar Leuten dann eine Schatzsuche macht. Richtung Ist in der Nähe, Norden. Richtung Norden, alles klar. Hey, wo hat der jetzt mal Metalldetektor hin? Ja. Ah. Ja, irgendwo hier? E.T., wir versuchen zu Hause anzurufen. Ist geil, ne? Ist wunderbar, schon geil. Genau, also Quest ist durch. So, jetzt geht's an die Schatzsuche. Schatzsuche läuft so ab. In dem Fall, ich habe jetzt keine Knete mehr, ne? Ich habe jetzt bewusst alles geguckt, dass ich alles losbekomme, alles leer mache, weil ich meistens im Stream immer gern bei 0 anfange und gucke dann am Ende vom Stream, was haben wir heute an Kohle gemacht, ne? Bunkertouren, Killbox und so weiter und so weiter. So, ich kann aber trotzdem kurz zeigen. Ausrufezeichen Hint, da müsste normal kommen, du hast nicht genug Scummies. Genau, ab und zu hat er kleine Hänger, das sind halt die Nachteile, die man hat. Dafür kann man aber viele geile Vorteile davon nutzen, ne? Wo ich am Anfang vom Video ein bisschen erklärt habe. Genau, so jetzt setze ich mir mal kurz, nur fürs Video, setze ich mir mal kurz hier normal, so einfach mal 100.000. Ich will es dir einfach nur mal kurz zeigen. Ich stelle das ja später wieder um, ne? Dass ich wieder 0 bzw. minus 25 habe. Ich sag mal, bei unserem Server Geld zu machen, ist echt nicht schwer. So, jetzt gehen wir hier hin. Hint. So, und jetzt steht hier, guck mal. Barcode, der Schatz ist von dir aus in Richtung Westen in Zone A3. So, da haben wir einen Countdown, der geht genau noch 59 Minuten, ist immer in Stunden und Minuten. So, und du kannst halt gucken, wie lang ist das Schatzsuche-Event noch aktiv, wo genau musst du hin, also was ist genau, du musst halt, ne, hast eine grobe Richtung,
Und der Rest musst du selber suchen. Und sobald du 50 Meter innerhalb von dem Schatzradius bist, musst du halt die 50 Meter absuchen, ne? Also vom Durchmesser her. So. Genau, ansonsten kann ich noch erklären, in jeder Zone gibt es immer 2 Spots. Ich habe in jeder Zone 2 Spots. Das sind quasi Punkte, die keine überall sind. So, und Spieler können zum Beispiel an der Straße entlang fahren, kriegen immer die Meldung, ist auch schon öfter passiert, dass dann die Meldung kommt, ey, da ist ein Schatz in der Nähe. Kannst gucken gehen, du kannst es aber auch genauso gut lassen. Das sind quasi im Vergleich zu quasi Airdrops nicht aus dem Himmel, sondern die sind halt im Boden drin. Und dass du die halt so musst. Dasselbe Prinzip kann man so ungefähr sehen. Kann man aber auch ein bisschen mit 7 Days to Die vergleichen, ne? Mit der Schatzsuche, mit dieser Quest. Wo man dieses Paket finden muss und graben muss und so. So in der Art war da ein bisschen Inspiration dabei. So, dann fahren wir mal Richtung, was war es gewesen hier? A3, ne? Let's go, Richtung Westen. Und wir haben noch genug Zeit, also 59 Minuten, ne? Knappe Stunde haben wir Zeit. Und den Schatz jetzt noch zu finden und das müsste ja machbar sein. Okay, ne, wir sind schon wieder an der Grenze, alles klar. Komm, ich benutze den Befehl. So, südlich müssen wir gehen. Wir müssen südlich. Norden ist hier, das heißt, wir müssen ungefähr, ja, wir müssen wieder drunter. Norden, wir fahren noch weiter Richtung Westen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht hinter der Polizeistation ist. Das kann natürlich auch sein, ne? Ja, schön mit Ruine hier, ne? Du hast ein bisschen Platz zum Suchen, auf jeden Fall. Okay, Moment. So, ich würde ihn jetzt hier einfach nochmal eingeben und mal gucken, wo es lang geht. Richtung Süden. Da weiter runter? Okay. Aber ich bin jetzt die Straße abgefahren. Und ungefähr dieser Radius, ne, also 200 Meter in-game, das sind 200 Meter vom Radius her in-game. So kann man sich vorstellen, da irgendwo ist jetzt auch wie so ein roter Kreis, der das dann registriert, ne? Und in diese Zone muss ich kommen und dann kommt die nächste Meldung. Okay, da steht jetzt zum Beispiel Spieler, Munkel ist in der Nähe des Schatzes, ne? Zum Beispiel Frostwacht, also jeder Schatz hat einen eigenen Namen, ne? So, ich packe das jetzt mal gerade hier kurz aus. Maschinen erstmal begrüßen. So. Also die haben die Meldung hier bekommen. Richtung Westen. Okay, das muss da drüben irgendwo sein, ne? Irgendwo da drüben. Vielleicht nicht. Ah! Munkel, du bist. Okay. Da wo Munkel ist, dann kommt die Meldung hier, ne? Metalldetektor. Distanz kleiner als 50 Meter. Ja, er ist quasi im Radius. Den Radius müssen wir durchsuchen. Also doch hier irgendwo. Also ich nehme den jetzt auch nicht der Schatz weg oder so, ne? Wenn ich ihn finde, okay. Mir geht es einfach nur rein ums Zeige. Richtung Norden, dann muss das hier irgendwo sein. 50 Meter Radius. Ja gut, das kann auch noch hier gegenüber von der Mauer sein, ne? Das geht auch. Das Ding ist auch, sobald man 50 Meter in dem Radius ist, kann man dann den Befehl nicht mehr benutzen. Ja, da kommt hier die Nachricht, du bist zu nah am Schatz für den Befehl hin. Nutze deinen Metalldetektor. Wenn man gerne hat, ist halt, ne. Nord. Westen, okay. Na, jetzt noch mal ein bisschen rüber. Manchmal ist es gut, wenn man einfach kurz ein bisschen stehen bleibt. Jetzt muss ich wieder ein bisschen höher. Wir haben es gleich, komm. Der muss hier irgendwo sein. Ne, jetzt ist Stumbi wieder am nächsten dran. Also, die Name wurde ohne angezeigt wäre im Chat, ne? Die Spielername. Das sind die, wo am nächsten halt wirklich dran sind. Wenn ich jetzt gucke, Stumbi, dann ist das hier irgendwo. Irgendwo hier ist er. Ja, das hört sich gut an. Tada! So, das ist der Schatz. Und Achtung, jetzt sind halt ein paar Zombies hier unterwegs. Pro Spieler im Gebiet müsste das normale paar Stück jetzt sein. Oh ja, guck mal. Ja, wer 7 Days to Die kennt, ne, weiß, was ich meine. Man findet den Schatz oder man kommt in die Nähe und zack, dann hast du erstmal ein bisschen Zombie-Action. So. Genau. So sieht es halt aus, ne? Kann ich mal kurz zeigen. Also man tut schon ein bisschen Suche.
eine Gitarre dabei, ein bisschen Licht. Also es gibt immer eine Kategorie von Medical, Clothing, Military, Special Items wie Phoenix-Träne, Memory-Module, ne, so Zeug. Kann alles drin sein. Mindestens 2 Sachen sind immer drin, die du immer gut gebrauchen kannst. Also, ja. Genau, so viel dazu, ne? Das ist immer anderer Loot. Man weiß quasi nie wirklich, was man bekommt. Und du hast eine kleine Gefahr, ein bisschen Spaß mit Leuten, wo du halt einfach suchen gehst. Genau, das ist halt so. Und sobald du deine gefunden hast, kommt auch die Meldung normalerweise, hier, Paracodical, Stumbi, Munkel, ihr habt 2 Minuten 2 Minuten Zeit zum Bergen. Also wenn man jetzt hier deine Schatz jetzt nicht wegmacht, beziehungsweise nichts mitnimmt, despawnt das Zeug nach 2 Minuten automatisch und dann wechselt der die Zone. Genau, in dem Fall war es jetzt ganz simpler, ne? Do MMA-Handschuhe. Man muss sich das so vorstellen, es sind quasi was? Ich finde die Zombies cool, Schatz. Genau, und jetzt ist er weg, ne? Despawnt weg, fertig, das war's. Und ist ja alles noch ausbaufähig. Normalerweise hätte ich gern gehabt, dass man vielleicht wirklich mit einer Schipper das ausgraben muss oder sowas. Und ja, geht leider nicht. Beziehungsweise es geht schon, dass eine Kiste da, ne, dass da eine Kiste spawnt und so. Nur das Problem ist, sobald jemand aufhebt, ist die Kiste weg. Das wurde verändert. Seit irgendeinem Hotfix löst sich da die Kiste auf, ne? So, und wenn ich jetzt hier nochmal kurz gucke, jetzt mache ich hier nochmal Hint. Jetzt müsste er eine Relocation haben. Paracodical, der Schatz ist von dir aus in Richtung Nord. Ja, in Zone C4. Also jetzt könnte man nur C4 fahren. Jetzt haben wir genau wieder 2 Stunden Zeit. Und dort dasselbe Spiel wieder, ne? Und wie gesagt, es ist immer was anderes drin. Es kann alles vorkommen, was in Scum existiert an Items. Nur halt hat jedes Item von mir aus selber nochmal eine Seltenheit reinprogrammiert kriegt. Genau. Und jetzt zeige ich nur ganz kurz auf Discord, was da noch abgeht, ne? Mit den Hinweisen für Project Doomsday, für die, wo sich interessieren. Und die Serverinfos. Und dann haben wir es. So, da sind wir nochmal kurz auf Discord. Das wollte ich nochmal ganz kurz erklären, weil das auch öfter mal eine Frage war, wie das funktioniert bei uns auf Discord. Wir haben ein interessebasierendes Discord. Also bei uns ist es so, du gehst hier, ne, kommst hier drauf, dann steht erstmal akzeptierte Regeln, Schnipp, ne, Standardstuff. Hier verifizieren, steht auch überall eine gescheite. So, dann klickt man hier auf Abfahrt, buff, und dann wärst du erstmal, ne, herzlich willkommen, schnibbidibab, bist neu hier, wird alles ein bisschen erklärt, ne, stell dich vor, kann ich machen, ist kein Muss. Dann kann man hier direkt zum Hauptchat gehen, das ist dann hier dieser, na, wo ist er? Hier, Globalchat, ne, da schreibt man uns moins, ja, ein bisschen was, ne, so, moin und wie geht's und so weiter. Hier, stell dich vor, das ist dann hier da oben der Kanal, kann man machen, ne, kann man halt kurz erklären, wo guckt man her, wie alt und so weiter. Aber wie gesagt, das ist hier immer freiwillig. So, und dann haben wir hier, wähle deine Ränge aus. So, und da kann man jetzt zum Beispiel hingehen, Baumeisterino, ne? Du baust gerne einen Spieler, hier Baumeisterino, dann hast du das als Rang drin mit einem kleinen Symbol, ne? Beziehungsweise so Emojis sind da überall dabei. Die hast du dann in deinem Profil halt quasi drin. Wenn jemand über deinen Namen geht, sieht man das dann. Mag Rollenspieler, aktive Irrigurge, Lootmeister Reno, PC-Spieler, mag Musik und so weiter. Und wenn man manche auch anklickt, wird ja auch hier alles freigeschaltet. Manche Kanäle, wenn die nur angezeigt, wie zum Beispiel hier kocht gerne oder I'm a Mima. Das ist zum Beispiel hier Kunstgalerie, Memes und Leckerschmecker. Mag zeichnen, kocht gerne, I'm a Mima. Ne? Wenn man die 3 anklickt, hat man auch darauf Zugriff. Anders sieht man das nicht. Und dasselbe auch bei Spielen. Deswegen ist es wichtig, wenn man zum Beispiel bei uns im Scum, genau, da sind jetzt ein paar Leute drin, hier Scum aktiv. Ne? Das wird nur angezeigt, wenn man auch wirklich hier Scum PvE angeklickt hat. Und die ganze andere Spiele, ich meine, das ist ein bisschen was outdated. Ne? Das sind zwar Spiele, die wir alle gar schon gespielt haben, aber du werden ein paar, ne? Ich wechsle die immer mal wieder aus. Normal hat man dann hier Spielehalle und da unten sind alles, ja, alle Sprach- und Chatkanäle, wo sich jeder austoben kann. Aber momentan ist das Hauptspiel Scum und eigentlich auch Mist Survival. Und Mist Survival warte ich noch auf ein größeres Update, bis das kommt. Dann geht's da auch wieder weiter. Im Stream und auf dem YouTube-Kanal. Genau, und wenn ich das jetzt ausgewählt habe, so, dann kann ich kurz erklären, dann wird nämlich hier Scum Modding angezeigt und Scum PvE. Und hier Scum Modding, ist halt quasi ein Forum, ne? Du gehst dann komplett rein und das Thema Project Doomsday Eventbot, wo ich dann von A bis Z alles erkläre. Also da sind alle Updates bis jetzt drin. Die alte Version Nimi, die habe ich rausgelöscht, weil, wie gesagt, die neue Version, wo jetzt aktuell auf dem Server läuft, da hat sich zu viel verändert. Das musste ich alles einfach neu machen. Genau, aber ansonsten steht hier noch ein bisschen was drin, ne? Hier zum Beispiel der Quest Editor, das ist das Programm, was ich mal geschrieben habe, um eigene Quests auf der Karte zu erstellen, mit eigener Aufgabe und so weiter. Gibt es dann auch nochmal ein Video dazu, ne, die erste Quest, wie die ausgesehen hat. War ein Story-Quest, ne, wo man halt quasi Zettel findet von Bürgern, die mal dort gelebt haben, in Prego zum Beispiel. Und du wärst von A bis Z überall rangeführt. Könnt ihr euch ruhig worin ziehen, ist alles noch hier, es sind unlisted Videos, also die gibt es nicht auf meinem YouTube-Kanal. Die sind unlisted und man sieht sie halt nur, wenn man über Discord hier reingeht. Weil ich das sehr lang, ne, das Projekt Doomsday habe ich sehr lang für mich behalten, sehr lang nur auf Discord und nur auf dem Privatserver.
Mittlerweile bin ich da ein bisschen offener und hau ein bisschen mehr Infos raus, das wäre auch das Video und so. Genau, weil es hier schon es ist was Einzigartiges, es ist schon was Spezielles. Genau, und da stehen überall Sachen drin, was noch kommen wird, was noch passiert, was für neue Locations dazukommen, die ich umgebaut habe und so weiter und so weiter und so weiter. Also sehr umfangreich und vieles, was ich hier schon in Work in Progress reingeschrieben habe, ist jetzt auch mittlerweile auch, ne, ist auch drin. Genau, und dasselbe auch hier, ne, wie gesagt, Project Doomsday, ist ja alles hier drin. Dort zum Beispiel war der erste Test fürs Minigame, für Schatzsuche. Hat man dann hier nochmal kurz gesehen, wie das abläuft, so ungefähr. Ist auch nicht gelistet, also das findet man auch nur hier auf Discord. Genau. So, und dann für Scum PvE alle Infos, was das Server angeht. Einfach hier, ne, auf Scum PvE, auf diese Sprechblase hier. So, hier sind alle Infos. Und wir machen jedes Wochenende Special, ne, so kann man es, glaube ich, nennen. Weekend Special habe ich das, glaube ich, genannt. Hier, Weekend Special. Da sind dann 2 Pakete. Die 2 Pakete, das ist ein extra Programm, was mir quasi Vorteile und Nachteile aus Scum selber quasi zusammenstellt. Und das ist dann immer Paket 1, zum Beispiel hier Vorteile, keine Pieper, 3-mal schneller Skille, Nachteile, hoher Spritverbrauch, doppelte Fame-Punktverlust bei Tod. Paket 2, kein Autoschaden. Als Vorteil, Zombies können keine Türe öffnen. Nachteile, nur 5 aktive Bunker auf der Karte, Mechs machen mehr Schaden. So, und dieses Wochenende wurde halt Paket 2 gewählt, ne, mit 28 Stimmen. Genau, und das machen wir jedes Wochenende und das ist immer was anderes. Bis auf Autoschade kam in letzter Zeit ein bisschen oft vor, aber es ist halt immer noch randomized. Es ist trotzdem meistens ein kleiner Unterschied zu sehen. Genau. Das ist momentan so ein Ding und hier steht auch drin, was jetzt final alles geändert wurde, weil wir jetzt gerade vor kurzem fertig geworden sind. Hier mit dem, warte, wo ist es dann? Irgendwo hatte ich es gepostet. Ah, hier, kleine Info bezüglich Loot Table, es ist fertig. Der Server wurde gerade neu gestartet und die neuen Einstellungen sind jetzt aktiv. Oder sind aktiv. So wie der Loot Table jetzt ist, bleibt er eine Weile. Also wir haben ein komplett umgekrempelter Loot Table. Wer sich irgendwo mit der Server reinziehen will, einfach joinen, einfach reingehen, der ist öffentlich, einfach Doomsday eingebe oder einfach in die Beschreibung gucke, das sind auch alle Server-Infos. Einfach mal angucke, ich sah auf jeden Fall, also habe ich jetzt auch von anderen Mitspielern schon die Bestätigung bekommen, es ist ein anderes Spielfeeling. Es bringt einfach noch mal ein bisschen frischer Wind ins Scum, auf jeden Fall. Wenn der Eventbot da noch mit dabei an ist, ach geil. Nur nicht wundern, wie gesagt, bei uns kann man Sache finden, bei Zombies, in andere Loot-Container, was man vielleicht nicht so kennt. Auch die Bunker sind ein bisschen speziell angefertigt. Ich habe mir extrem viel Mühe gegeben, hat mich ein paar Monate gekostet, aber es hat sich gelohnt. Wir haben einen super Server durchstehe und es macht Fun. Und das ist die Hauptsache, ne? Man soll Spaß dabei haben, genau. Gut, alles klar, dann sage ich mal, Dankeschön fürs Reingucken, ne? Dankeschön fürs Zugucken. Ich hoffe, man konnte jetzt irgendwie ein bisschen was verstehen, was das angeht, was dieses Project Doomsday alles kann und wohin das noch alles geht. Ich bin noch lange nicht fertig und ja, ich freue mich auf die Zukunft, was da noch alles kommt, ne? Ich habe noch ein paar Ideen. Und dann halt, ja, Vorbereitung auf Mod-Support. Ich hoffe, Mod-Support werde Ding und Scum, weil ich bin auf jeden Fall definitiv in der Startlöcher. Ich habe schon sehr vieles quasi vorprogrammiert, was ich einfach nur noch übernehmen kann, je nachdem, was die Entwickler dann preisgeben oder was man machen darf mit Mod-Support. Bin ich auf jeden Fall am Start. Mal gucken. Alles klar. Dann wünsche ich noch ein guter Morgen, guter Mittag, guter Abend und vielleicht sehen wir uns hier mal im Stream, ne? Alles klar. Immer freitags und sonntags. Hauen rein, ihr Leid. Bis denn dann und tschüssikowski.